Nun, also offensichtlich denke ich, dass es der beste Tag meines Lebens ist. Ich glaube, für mich ist es ein Traum, hier zu sein und ich werde alles für das Team geben. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das waren mit die ersten Worte von Dean Housen als neuer Spieler von Real Madrid. Kann man überhaupt besser starten? Also ganz ehrlich, mich als Madridista haben diese Worte berührt und ich drücke diesem Jungen die Daumen für seine Zukunft für Real Madrid. Gleich schauen wir uns ein bisschen die Vorstellung von diesem Jungen an. Ja, und euch kann ich nur empfehlen, werft im Laufe des Tages immer wieder mal ein Auge auf die Social-Media-Kanäle von Real Madrid, denn es wird davon ausgegangen, dass heute irgendwann das offizielle Kommuniqué erscheint, dass morgen die offizielle Vorstellung von Trent Alexander-Arnold ist. Freue ich mich persönlich auch schon drauf. Ja, dann, über was unterhalten wir uns heute neben der Vorstellung? Auch über die Länderspiele von unseren Jungs. Wie hat sich Vini geschlagen? Wie hat sich Bellingham geschlagen? Wie hat sich Arda Güler geschlagen? Und zum Thema Arda Güler brauche ich euch türkischen Experten, also bitte dranbleiben. Ich habe da eine Frage, die könnt nur ihr mir beantworten. Ja, und zu guter Letzt unerwarteter Millionenregen für Real Madrid. Und ich rede nicht über die Club-WM. Also, wenn du wissen willst, um was es geht, viel Spaß beim Video. Das waren unter anderem einige der Bilder, die gestern eingespielt wurden bei der Vorstellung von Dean Housen. Und ich muss sagen, die Vorstellung hat mehr oder weniger meine Erwartungen getroffen, vielleicht sogar übertroffen. Der Junge ist durch und durch Madridista. Und das hat man in jeder einzelnen seiner Aussage gehört. Er wurde natürlich gefragt, es bestand Interesse aus anderen Vereinen etc. Und er hat klargemacht, auch schon in seiner Einstiegsrede von Anfang an, als Real Madrid angerufen hat, habe ich alles andere beiseite getan. Ich wollte nur noch zu Real Madrid. Dann wurde er auch spezifisch zu Xabi Alonso gefragt, ob es da schon erste Gespräche gab. Und das ist sehr interessant, denn das, was man beim Training von Xabi Alonso bei Real Madrid sieht, keine Sorge, wir schauen uns gleich das zweite Training an. Es macht so einen Spaß, das Training zu gucken, finde ich. Naja, wie dem auch sei, das hat man auch in den Worten von Dean Housen gehört. Er hat gesagt, Xabi Alonso hat mich darum gebeten, bei dem Spielaufbau zu helfen. Eine seiner größten Stärken. Und er sagt, meine Qualitäten passen sehr gut in das Konzept von Xabi Alonso. Also, der Trainer unterhält sich bereits mit Dean Housen über seine Pläne und Dean Housen wirkte absolut souverän. Dieser Chill-Guy, so nennt den Real Madrid auch und so nennt er sich, glaube ich, selber auch, den hat man in der Vorstellung gesehen. Ich erinnere mich immer wieder an die Vorstellung von dem Eder Militao, der die Pressekonferenz abbrechen musste, weil ihm schwindelig wurde, der nicht mehr aufhören konnte zu weinen, etc. pp. Und Dean Housen hat das runtergespielt. Ich glaube, man hat gemerkt, dass er schon einige Jahre Ausbildung unter Chiellini und Bonucci bei Juve hatte. Der Junge ist 20, aber der benimmt sich wie ein 40-jähriger Vollprofi. Also, ganz relaxte Vorstellungen. Dean Housen ist ein relaxter Typ und wir Madridista können uns auf diesen entspannten Fußballer freuen. Aber er hat auch klargestellt, ich möchte alles gewinnen. Ich werde alles, was in meiner Möglichkeit ist, geben, um Real Madrid zu helfen. Ja. Wie gesagt, eine rundum gelungene Vorstellung. Das Bild mit seiner Familie, seine Brüder haben ihn begleitet, Florentino Perez. Es gab auch eine sehr lustige Anekdote am Anfang. Da musste er seine ersten Worte sagen und das erste, was er gefragt hat, hört man mich? Und die ganze Antwort kam, ja. Und da haben sich alle ein bisschen kaputt gelacht. Also das war das Einzige, wo er so ein bisschen ins Stolpern geraten ist. Der Rest absolut souverän. Ja, wie gesagt, eine runde Vorstellung. Und ich drücke die Daumen, dass morgen bei Trent Alexander-Arnold ich das gleiche Empfinden habe wie bei Dean Housen. Wobei, ja, wie gesagt, wenn man sieht, wie dieser Junge als kleiner Bub schon in den Real Madrid-Klamotten rumgelaufen ist. Mir persönlich macht es Freude. Er hat übrigens auch noch gesagt, seine erste Erinnerung an Real Madrid, da war er 9. Oh, das hat mir gezeigt, wie alt ich bin übrigens. War La Decima, als Sergio Ramos das Tor gegen Atletico Madrid gemacht hat, das Kopfballtor, das wir alle kennen. Und er hat auch klar gemacht, Sergio Ramos ist sein großes Idol.
der beste Innenverteidiger aller Zeiten. Und ich, wie gesagt, lieber Dean, drück dir die Daumen. Willkommen bei Real Madrid, dass du eine ähnlich erfolgreiche Karriere wie Sergio Ramos hast. Ja, dann, wie angekündigt, ich habe euch versprochen, wir schauen uns das Training der ersten Mannschaft an, das zweite Training unter Xabi Alonso. Und einige von euch haben mich gebeten, mach bitte keine Musik. Das Ding ist, Real Madrid liefert uns Content Creators gerade nur das Training mit Unterhaltung von Real Madrid TV, wo die Frau sagt, folgende Übung wird zurzeit gemacht, sie spielen auf ein großes Tor, auf 2 kleine etc. Man hört die Spieler, die Ballkontakte, die Anweisungen von einem Xabi Alonso kaum, da lohnt es sich nicht und deshalb habe ich mich heute wieder für die Musik entschieden. Aber sobald ich ein Trainingsvideo habe, wo man wirklich die Spieler kommunizieren hört, Xabi Alonso Anweisungen geben hört, verspreche ich euch, dann werde ich euch das Training zeigen. Aber jetzt erstmal, achtet wieder darauf, wie Xabi Alonso involviert ist in dieses Training bei jeder Übung. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, der Typ kann auch noch mitspielen. Naja, bildet euch eure eigene Meinung, schaut euch das Training von Real Madrid an. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Jedes einzelne Training, diese Intensität, dieser Xabi Alonso, der involviert ist, der das Training auch mal anhält und dann den Spielern sagt, du musst so rumlaufen, etc. Es scheint, als wenn er den Jungs nochmal die Basis von Fußball beibringt. Also, für mich ist das eine Riesenillusion, eine Riesenvorfreude. Dieses Feuer, was er in der Pressekonferenz versprochen hat, das vermittelt er auf dem Trainingsplatz. Und ich glaube, so etwas ist ansteckend für die Mannschaft. Also, eine ganz andere Sensation als letztes Jahr noch bei Carlo Ancelotti, der immer an der Seitenlinie stand. Ich meine, von dem Carlo Ancelotti kann man nicht verlangen, dass der da noch so mittrainiert. Das tut auch keiner. Aber ich glaube, Xabi Alonso ist dieser Schlüssel, den diese Mannschaft gebraucht hat. Ja, für mich immer wieder eine Begeisterung, Xabi Alonso beim Training zu beobachten. Ihr könnt das gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen, wenn ihr sagt, nee Mario, das Training wollen wir nicht mehr sehen. Am Ende bei Carlo Ancelotti habe ich es ja auch weggelassen, weil es mir immer wieder das Gleiche erschien. Lasst das bitte in den Kommentaren. Ja, wer bei diesem Training nicht dabei war oder wer nicht mehr an der Trainingslinie stand, an der Seitenlinie, ist Vini Junior und Carlo Ancelotti. Die haben gestern ein Spiel mit Brasilien gehabt und zunächst einmal, die brasilianischen Fans sind komplett durchgeknallt. Schaut euch mal an, welche Choreo die bitte für Carlo Ancelotti zu seinem 66-jährigen Geburtstag gemacht haben. Ich lasse das mal ein bisschen parallel laufen. Die ganze Tribüne mit, hier, für Carlo, Gratulation Carlo, dann gab es ein Feuerwerk etc. Und das Feuerwerk auf dem Platz ist nicht ganz so abgefeuert worden, aber im Endeffekt, Brasilien hat 1:0 gewonnen. Torschütze Vini Junior und Brasilien hat sich für die WM qualifiziert. Für mich ist das eine Riesenfreude. Nicht nur für Vini, Endrick, Rodrigo, Militao etc. Für mich ist das eine Riesenfreude, weil ich ein Fußballfan bin und für mich gehört Brasilien einfach zu einer WM. Naja, wie dem auch sei, der einzige kleine Haken, Fragezeichen, die wir an das Länderspiel von Brasilien machen müssen: Vini Junior ist in der 78. Minute ausgewechselt worden, hat ein bisschen gehumpelt, saß danach mit Eis auf der Seitenlinie auf der Ersatzbank. Naja, aber es sah auch nicht so schlimm aus. Hoffen wir mal, dass er topfit zum ersten Training von Xabi Alonso in den USA dazustößt. Ja, wer hat noch gespielt? Jude Bellingham mit England, die haben 1:3 gegen Senegal verloren. Jude Bellingham ist erst in der 78. Minute eingewechselt worden, hat noch ein Tor gemacht, das ist aber aberkannt worden.
Wie dem auch sei, keine große Sache, war ein Freundschaftsspiel, da ging es nicht um viel. Ja, und jetzt, liebe Türken, brauche ich eure Hilfe. Nein, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin nicht bis 3 Uhr morgens wach geblieben, um mir Mexiko gegen die Türkei anzuschauen. Was ich mir heute Morgen angeschaut habe, waren die Highlights von Arda Güler. Die haben mich komplett mal wieder überzeugt. Der Junge hat so einen Zauberfuß und auch seine Statistiken. Und die waren wie immer top. Der Typ ist vielleicht nicht so spektakulär, also hier und da immer wieder, aber sein Output, die Statistiken, also eine Fußballmaschine. Aber jetzt, wie gesagt, brauche ich eure Hilfe. Wie war Arda Güler? Ich habe nur die Highlights gesehen. Ihr, die das ganze Spiel gesehen habt, bitte lasst das in den Kommentaren. Ich werde heute im Laufe des Tages nämlich auch keine Zeit haben, das Spiel zu sehen. Meine Schwiegermutter landet heute. Wir müssen die vom Flughafen abholen. Dazu muss ich noch einige Papiere gleich erledigen. Also heute habe ich keine Zeit. Deshalb, liebe türkische Gemeinschaft, lasst in den Kommentaren, wie Arda Güler war. Und viele von euch haben mich gefragt, Mario, warum sagst du nichts mehr zu Arda Güler in den letzten Videos? Weil es nichts zu sagen gab. Der Junge ist in den USA mit der türkischen Nationalmannschaft, trainiert, keinerlei Information, irgendwas. Also ich kann ja keine Nachrichten für euch erfinden. Das Einzige, was in den letzten Tagen rauskam, war, dass anscheinend Xabi Alonso damit plant, Arda Güler dauerhaft im Mittelfeld spielen zu lassen. Aber das war für mich keine große Verwunderung, denn Xabi Alonso hat ja in seiner Pressekonferenz schon gesagt, er möchte, dass die Spieler auf ihrer Lieblingsposition spielen, da wo sie am besten sind. Und meiner Meinung nach war Arda Güler nie ein rechter Flügel. Die einzige Frage, die ich als Xabi Alonso hätte, wäre, tue ich einen Arda Güler auf die 10, damit er im letzten Drittel den letzten Pass spielt, den Torabschluss sucht mit seiner linken Kanone da, oder packe ich Arda Güler etwas defensiver? Der ist vielleicht jetzt nicht der große Zweikampfmonster, aber ein Arda Güler, wenn du den etwas weiter nach hinten schiebst, sorgt er dir für den cleansten Spielaufbau, den du dir vorstellen kannst. Also genau die Rolle von einem Luka Modric. Das ist die einzige Frage, die ich mir als Xabi Alonso stellen würde. Aber wie gesagt, für mich steht es außer Frage. Für mich ist Arda Güler kein Rechtsaußen. Wenn ich da falsch liege, könnt ihr das natürlich auch gerne in den Kommentaren lassen. Wenn ihr schon mal dabei seid, würdet ihr ihn lieber auf der 10 sehen oder so auf der 8, 6, dass er auch beim Spielaufbau hilft. Ich kann mich nämlich ehrlich gesagt nicht so ganz entscheiden. Ja, und zu guter Letzt das letzte Thema: Millionenregen für Real Madrid und das Ganze anscheinend aus Italien. Um wen geht es da? Um unseren linken Verteidiger, den wir 50% zu 50% nach Girona verkauft haben, Miguel Gutiérrez. Viele haben gesagt, Miguel Gutiérrez soll zurück nach Madrid. Real Madrid hat die Option, ihn für 8 Millionen Euro zurückzuholen. Aber Real Madrid hat daran kein Interesse. Für den Jungen tut es mir leid, es ist ein sehr sympathischer Junge. Ich beobachte ihn schon seit der B-Jugend bei Real Madrid. Die Steps, die er gemacht hat, hat eine tolle Entwicklung genommen. Champions League-Spieler bei Girona. Und das sieht auch der SSC Neapel so. Der italienische Meister ist bereit, tief in die Tasche zu greifen für Miguel Gutiérrez. Und bitte nicht vergessen, 50% der Rechte gehören immer noch Real Madrid. Naja, schauen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Neapel unterbreitet ein Angebot für Miguel Gutiérrez, während Madrid sich die Hände reibt. Der italienische Meister ist bereit, 30 Millionen für den Außenverteidiger von Girona zu zahlen, der sich den Transfer des Spielers mit Real Madrid teilt. Miguel Gutiérrez steht kurz davor, Girona zu verlassen. Neapel hat einen letzten Vorstoß gestartet, um den Linksverteidiger vom katalanischen Club zu verpflichten und ist bereit, fast 30 Millionen Euro zu zahlen. Der Spieler verfügt über eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen Euro, die Real Madrid in verschiedenen Transferfenstern unterschiedlich festgelegt hat. Tatsächlich hätte Real Madrid ihn für 8 Millionen zurückholen können, aber der Verein hat sich nicht um den Spieler bemüht. In der letzten Saison hatte Miguel Gutiérrez mehrere Transferoptionen, entschied sich aber zusammen mit seinem Gefolge in Girona zu bleiben und in der Champions League zu spielen. In diesem Sommer haben sich die Dinge geändert und Napoli hat es eindeutig auf den spanischen Außenverteidiger abgesehen. Der spanische Flügelspieler wurde von Real Madrid transferiert, aber der Verein behielt 50% der wirtschaftlichen Rechte des Canteranos. Sollte sich der Transfer zwischen Girona und Napoli also bestätigen, könnte die Mannschaft aus der spanischen Hauptstadt
eine mehr als interessante Summe von fast 15 Millionen Euro erhalten. Der italienische Fußball ist derjenige, der sich am meisten um den Spieler aus Girona bemüht hat. Juventus und Mailand hatten den Spieler ebenfalls beobachtet, aber am Ende war der Meister der Serie A der Erste, der alles gegeben hat und vor allen anderen angefangen hat. Also, wie ihr hört, 30 Millionen für Miguel Gutierrez, von denen 15 Millionen Real Madrid gehören würde. Und wir dürfen noch nicht vergessen, Girona hat Real Madrid damals schon 6 Millionen Euro gezahlt für Miguel Gutierrez. Also alles zusammen wäre das ein Gesamtpaket von 21 Millionen Euro für Real Madrid. Naja, die 6 hat man wahrscheinlich schon lange wieder ausgegeben, aber die 15 Millionen kommen in diesem Sommer, würde ich sagen, ganz gut, wenn man schon nicht auf den Jungen setzt. 15 Millionen tun in den Kassen, wo wir gerade relativ viel Geld ausgegeben haben für unsere Verhältnisse, tun diese 15 Millionen Euro nicht schlecht. Ja, bevor ich mich jetzt verabschiede, noch 2 Angelegenheiten in eigener Sache. Zum ersten, die 3. Folge von meinem Podcast Klein und Haarig mit Dihan zusammen ist online. Da unterhalten wir uns unter anderem über Arda Güler und Franco Mastantuono. Sind die kompatibel oder werden die sich gegenseitig Minuten bei Real Madrid klauen? Aber wir haben uns auch über die Nations League unterhalten oder über das magische Dreieck vom VfB Stuttgart. Also wie ihr hört, es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Die ersten Resonanzen sind auch schon sehr gut. Also schaltet da mal rein und folgt mir bitte auch auf TikTok. Da heiße ich RealMario1902 mit einem Unterstrich. Nachdem ich der größte deutschsprachige Real Madrid-YouTuber geworden bin, schaue ich mal, wie weit ich es bei TikTok bringen kann. Ich würde mich für jede Unterstützung von euch sehr freuen. Ja, ansonsten geht jetzt runter in die Kommentare. Was sagt ihr zu der Vorstellung von Dean Huijsen? Seid ihr da zufrieden? Freut ihr euch wie ich? Wie war Arda Güler? Wenn ihr es wisst, wäre das eine gute Hilfe. Und was sagt ihr zu Miguel Gutierrez? Ist das ein guter Deal von Real Madrid oder sollen die den lieber für 8 Millionen zurückholen? Lasst das wie gesagt in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video. Bis dahin. A la Madrid!